Ständig wollen einem Leute auf Social Media irgendwas als den neuen Geheimtipp verkaufen. Gerade hier auf den Philippinen mit den ganzen Inseln. Aber egal ob Siargao oder Coron, alles schon mal gehört. Jetzt wird es Zeit für eine Insel, die ihr wirklich noch nicht kennt. Willkommen auf Camiguin. Aber fangen wir erstmal ganz von vorne an. Wie kommt man eigentlich auf Camiguin? Die Insel liegt hier relativ weit im Süden der Philippinen, zwischen Bohol und Mindanao und ist auch mit den beiden Inseln per Fähre verbunden. Man kann aber auch hinfliegen. Es gibt einen kleinen Airport auf Camiguin und zwar von Cebu aus. Da geht täglich ein Flug und Cebu wiederum ist sehr gut angebunden in den Philippinen. Da kann man eigentlich von fast jeder Insel hinfliegen. Und genauso machen wir es jetzt auch. Wir sind von Manila nach Cebu und jetzt fliegen wir von Cebu nach Camiguin. Und der Flug dauert nicht mal eine Stunde, geht also recht schnell. Ich glaube, das könnte der kürzeste Flug meines Lebens gewesen sein. Ich glaube, es ging vielleicht eine halbe Stunde und jetzt geht's mal raus. Thank you, bye bye. Hello, where do you stay? You know Marianitas? Yeah, How much is it? it's 200. Rent her, all of you. 200. Yeah. Also hier am Airport ist scheinbar festgelegt, wie viel das kostet. Es gibt hier so eine Tafel und dann steht dann, wie viel man zahlen soll, je nachdem in welche Area man möchte. Für uns kostet es jetzt 200 Pesos und ich finde es eigentlich ganz gut, da muss man nicht verhandeln und wird auf jeden Fall auch nicht über den Tisch gezogen. Also wir sind jetzt eigentlich in der besten Reisezeit hier. Die Monate Februar, März und April gelten als die trockensten. Aber wir haben jetzt hier noch auf Cebu schon gehört, dass es hier unverhältnismäßig viel geregnet hat in den letzten Tagen. Hoffen wir mal, dass es trocken bleibt. Heute sieht es eigentlich ganz gut aus, weil wir haben ein paar coole Aktivitäten rausgesucht. Dafür brauchen wir gutes Wetter. Das hier ist unsere Unterkunft, Marianitas Cottages, direkt am Strand. Kostet, glaube ich, 35 € pro Nacht, also ein bisschen über unserem Budget. Aber ich denke mal, dafür, dass es direkt am Strand liegt, kann man das schon mal in Kauf nehmen. Ich meine, es ist jetzt nicht der schönste Strand aller Zeiten. Ja, aber es ist trotzdem cool, einfach direkt am Meer zu sein. A new place, a new home for a while. Let me feel alive. Nothing to hold me back. Wir sind jetzt hier im Chills Beach, haben erstmal eine große Portion Reis bestellt für unter 3 €, dazu noch einen Kaffee und es ist halt direkt am Strand, also es könnte schlimmer sein. Hier auf den Philippinen vergeht kein Abend oder keine Sekunde, wo kein Basketballspiel läuft. Das ist so cool. Und die sind alle noch mega jung, aber die können schon alle richtig spielen. Also die sind echt nicht schlecht. Zu schauen. Ja, also die Filipinos lieben Basketball so krass. Habt ihr vielleicht im ersten Video schon gesehen. Und Horst will aber mitspielen. ich will auch einfach spielen. So cool. Good morning. Frühstück mit Blick aufs Meer, das ist auf jeden Fall schon mal ein schöner Start in den Tag. Können wir uns allerdings nicht jeden Tag leisten. Es ist jetzt nicht ganz so günstig, kostet glaube ich so 4, 5 €. Aber ja, für den ersten Morgen wollten wir uns das mal gönnen. Und die Frage ist ja so ein bisschen, wie sind wir hier auf Camiguin gekommen? Also die Philippinen haben ja ganz viele bekannte Inseln wie Siargao, Palawan, Coron oder Boracay. Aber die sind halt auch schon relativ touristisch, gerade Palawan, und auch relativ teuer. Und das haben wir so auf der Weltreise für uns selbst festgestellt, dass uns sowas einfach nicht so gut gefällt. Wir wollen immer ein bisschen dahin gehen, wo halt nicht so viele Leute sind. Und das ist hier auf Camiguin auf jeden Fall der Fall, weil es landet ein kleiner Flieger am Tag. Und der erste Eindruck ist super cool, die Leute sind super freundlich, die Locals, und es sind einfach nicht viele Touristen hier. Und man kann halt trotzdem viel machen. Also es gibt vorgelagerte Inseln mit schönen Stränden, Wasserfälle, auch Vulkane, weil es eine Vulkaninsel ist. Also auf jeden Fall einiges zu entdecken und wir leihen uns jetzt mal einen Roller, damit wir mal ein bisschen die Insel erkunden können. Stopp Nummer 1, Kati Bawasan Falls, man hört schon, das heißt, kann nicht mehr weit weg sein. Also ist echt ziemlich hoch der Wasserfall, sieht schon sehr geil aus, muss ich sagen.
Vor allem einfach kein anderer da gewesen. Wir hatten das die ganze Zeit für uns und das ist ja so ein bisschen das, was wir uns hier von Camegin erhofft haben. Und der erste Stopp hat es auf jeden Fall bestätigt. Und jetzt fahren wir mal in die Stadt, in die Hauptstadt hier, da wo auch der Flughafen und der Hafen ist. Weil da gibt es dann auch verschiedene Restaurants und so weiter, und da gehen wir mal was essen. Wir sind jetzt hier in dem Hauptort Mambayao, heißt der, glaube ich. Und hier hinter mir seht ihr einen großen Supermarkt, also der ist wirklich gut ausgestattet, da findet ihr viele Sachen. Sonst gibt es hier Restaurants, ATMs, Pharmazie und so weiter. Also eigentlich ganz gut ausgestattet. Und solltet ihr keinen Roller haben, könnt ihr euch hier trotzdem fortbewegen. Gleich sieht man es hier vorbeifahren. Es gibt hier so kleine orangene Tuk-Tuks, die hier sind es. Mit denen kann man sich auch über die Insel bewegen. Die fahren einfach so die Hauptstraße hier immer entlang. Die könnt ihr einfach anhalten und dann rufen, sagen, wo ihr hinfahren wollt. Das ist eigentlich auch ziemlich easy going, haben wir auch schon gemacht und kostet eigentlich auch nicht viel. Falls euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da. Und falls ihr mehr Videos von uns sehen wollt, alles rund ums Thema Weltreise, Vlogs oder auch Länderguides, dann freuen wir uns über ein Abo. Und jetzt geht's weiter im Video. Thank you. So since that we are 100% plant-based, so instead of using the chicken of meat, so we use the gluten. Wir sind jetzt ein bisschen aus der Stadt wieder rausgefahren zu Dao's Beach Bistro. Was hätte Helen vorher rausgesucht? Das ist ein ganz besonderes Restaurant. Hier gibt es nämlich so typische philippinische Küche, aber alles veganisiert. Das ist ja jetzt eher sonst nicht so Standard, also philippinische Küche ist meistens Fleisch. Und ja, das ist richtig cool. Hier wird einem auch alles erklärt, was genau die machen, also wie die das ersetzt haben. Ist halt viel mit Pilzen und Tofu und so weiter. Und man kann dann so Platten bestellen, wo man ganz viele verschiedene Beilagen auch noch dazu hat. Und ja, wir haben jetzt das Surol genommen, aber es gibt auch Wini, Guan, Kare und was weiß ich nicht, alles für typische Gerichte es auf den Philippinen hier noch gibt. Wir sind mal mega gespannt. Das Ambiente hier ist sehr nice. Da ist direkt ein Strand, zeige ich euch auch gleich mal. Und ja, ist natürlich nicht ganz günstig, aber nehmen wir mal mit. Das ist einfach mal der Hausstrand hier direkt vor dem Restaurant, wo auch ein paar Bungalows sind. Das heißt, man kann hier mit Sicherheit auch übernachten, liegt aber wahrscheinlich über unserem Budget, vermute ich mal. Aber ich glaube, ihr seht es auch im Hintergrund, die meisten Strände hier auf Camegin sind dunkel. Das liegt daran, dass die Insel vulkanischen Ursprungs ist. Es gibt 7 Vulkane auf dieser Insel. Wir werden mit Sicherheit auch noch mal welche sehen, wenn sich die Wolken so ein bisschen verziehen. Ziemlich cool. Aber das heißt, es gibt halt nicht diese hellen Puderzuckerstrände, wie man das vielleicht sonst von den Philippinen kennt. Die gibt es schon, allerdings nicht auf der Insel, sondern davor. Dazu kommen wir aber später. Das ist vermeintlich das größte Highlight hier und warum die meisten Leute überhaupt hierher kommen. Aber jetzt lassen wir uns erstmal das Essen schmecken. Thank you very much. Also ich bin ja sonst nicht so der Foodie, aber ich meine übertrieben lecker. Habe ich gut rausgesucht, gell? Sehr gut. Also dieser so ein bisschen wie so Kokoscurry mit Hühnchen und ganz viel Tofu mit so richtig geiler, keine Ahnung, Soße, Marinade, was auch immer. Die können kochen hier auf jeden Fall. Also, wenn ihr vegetarisch unterwegs seid, dann müsst ihr auf jeden Fall mal hierher Safe, kommen. auf jeden Fall. Mega geil. Also haben wir jetzt unseren Roller hier beim Paras Resort abgestellt. Hier fahren dann die Boote zu White Island. Wir laufen mal runter. Ich denke mal, es wird nicht lange dauern, bis uns jemand drauf anspricht. Here we are, White Island, einfach eine Sandbank direkt vor dieser Insel, wirklich traumhaft schön. Was für eine Aussicht, was für ein Wetter. Geil. Was sagst du? Sieht so schön aus, oder? Wow, ich will auf jeden Fall ins Wasser gehen. Ich will auf jeden Fall die Drohne steigen lassen. Safe. Das Coole ist, auch hier ist eigentlich nichts los. Auf der kompletten Sandbank sind vielleicht 15 andere Leute maximal. Und das ist das, was wir am Reisen einfach am meisten lieben. Dahin gehen, wo nicht alle hingehen, ein bisschen was off the beaten path erleben. Es lohnt sich einfach jedes Mal.
sind zurück auf dem Festland. Wir dachten eigentlich, wir können den Sunset noch auf White Island gucken. Das geht aber nicht, weil das letzte Boot fährt um 17 Uhr. Also wir waren jetzt gar nicht so lange da gewesen. Man darf bis zu 3 Stunden dort bleiben. Also wenn ihr jetzt so ein bisschen noch zu Golden Hour hin wollt, dann am besten so um 14 Uhr losfahren, dass ihr genug Zeit habt. Bei uns war es jetzt ein bisschen knapp. Wir waren auch die Letzten, aber hatten das dafür ganz für uns alleine. Es war auch schön. Ist auch cool. Aber wir waren jetzt nicht schnorcheln. Ich hatte extra noch einen Schnorchel ausgeliehen. Ich glaube, man kann an sich dort auch schnorcheln. Dafür war jetzt aber die Zeit einfach ein bisschen knapp. Aber es war wirklich wunderschön. Also das ist auf jeden Fall das Highlight hier auf Camiguin Island. Und für uns auch was komplett Neues. Wir waren noch nie auf so einer großen Sandbank. Es war wirklich sehr, sehr, sehr cool. Jetzt genießen wir noch hier den Sunset, haben noch das Panorama mit Old Volcano und Hibuk. Hibuk heißt der, glaube ich, der große. Also es ist wirklich ein Traum. Und es ist ja noch nicht vorbei, je nachdem wie das Wetter morgen ist. Wenn die Sonne scheint, wenn wir noch mal so einen nicen Tag haben, dann kommen noch 2, 3 Sachen, weil das war's noch nicht. Man kann hier noch ein paar mehr Sachen unternehmen. Und schauen wir einfach mal, wie es so wird. Wir genießen den Sunset und sehen uns morgen wieder. Ein Tag später, same Spot, wir gucken hier wieder den Sunset auf Camiguin und fassen wir unseren letzten Tag hier ein bisschen zusammen. Wir haben ein bisschen mitgefilmt und ich glaube, so geht es ein bisschen schneller, als wenn wir jetzt nochmal einzeln alles zeigen. Und gestartet hat der Tag am Old Volcano. Genau, da haben wir eine kleine Wanderung gemacht. Man kann da so einen Trail hochlaufen, der ist zum Teil auch angelegt mit Stufen, zum Teil dann aber auch nicht. Und man sieht den Vulkan an sich nicht, aber der Weg ist richtig schön. Also der ist so total grün und vor allem hat man einen richtig coolen Blick über die Insel. Ja, und von da oben hat man auch die Sunken Cemetery gesehen. Das ist so ein Kreuz, was aus dem Wasser rausschaut. Das ist so ganz cool, vor allem mit dem Panorama und den Vulkanen da hinten. Aber auch gleichzeitig jetzt der Friedhof für meine Drohne. Die hat es leider nicht überlebt heute. Ich habe die Windwarnung, glaube ich, etwas zu lang ignoriert. Verabschiede dich von Droni. Nein. Ist dein Ernst? Das habe ich gar nicht mehr gesehen. Abgestürzt. Dein Ernst? Ja. Ich hab's gesehen. Ich kann es dir zeigen, ich hab's auf dem Handy. Wirklich dein Ernst? Ja, so guck's dir an. Schade, aber nichtsdestotrotz ging unser Tag noch weiter. Dann sind wir in den Süden gefahren der Insel. Genau, und die Fahrt war ultra schön. Also die Insel ist an sich schon total grün und richtig schön, aber der Süden hat uns, glaube ich, noch mal so am besten gefallen. Es ist noch grüner geworden, man hat noch mal einen ganz anderen Blick gehabt, noch weniger touristisch auf jeden Fall auch. Und es gibt ja auch 7 Vulkane hier auf der Insel und da hat man dann noch mal mehrere davon gesehen. Das sah schon ziemlich cool aus. Ja, und ganz im Süden ist dann auch der Ausgangsort, oben auf Mantique Island zu gehen. Das ist quasi das Pendant hier zu White Island auf der anderen Seite von Camiguin. Sogar ein bisschen größer die Insel, also da sind dann auch ein paar Palmen und ich glaube, es gibt auch 1, 2 Hütten. Aber als wir da angekommen sind, nach ungefähr einer Stunde Fahrt, war es ultra bewölkt gewesen, hat sogar ein bisschen angefangen zu regnen. Deswegen haben wir das jetzt geskippt, ist aber mit Sicherheit auch eine sehr coole Erfahrung. Aber da ich meine Drohne vorher verloren habe, hätte es sich nicht gelohnt. Also für Horst nicht, für mich schon, aber nein. Auch wenn wir da jetzt nicht mehr waren, obwohl das, glaube ich, auch ein Highlight ist hier auf Camiguin, hatten wir trotzdem eine richtig schöne Zeit und wir wollen noch mal so ein kleines Fazit ziehen. Ja, was ist so unser Fazit von Camiguin? Also es hat uns extrem gut gefallen, ist, glaube ich, einer unserer Lieblingsinseln auf der gesamten Weltreise. Super entspannt, super schön, super grün, Meer, Sunset, Palmen, alles was dazugehört. Und es ist halt extrem untouristisch. Also ihr habt es wahrscheinlich gesehen, bei dem Wasserfall war gestern niemand anders gewesen. Bei White Island super wenig Leute. Am Ende waren wir da auch ganz alleine. Und heute, als wir um die ganze Insel mehr oder weniger gefahren sind, haben wir auch kaum andere Touristen gesehen. Also das ist etwas, was wir halt einfach lieben. Und da sind wir auf Camiguin wirklich fündig geworden. Und ja, die Leute schauen einen auf jeden Fall auch an, sagen immer Hallo, sprechen auch mit einem, wenn man irgendwie durch die Straßen läuft, sind super interessiert. Das hat uns so ein bisschen an die Molukken erinnert, Halmahera und Ternate in Indonesien. Nicht ganz so extrem, aber ja, die Filipinos grundsätzlich super freundlich. Und eine Sache, die wir noch mal erwähnen wollten, es ist hier Helmpflicht auf der gesamten Insel. Es gibt immer mal wieder so Polizeikontrollen und wir wurden auch darauf hingewiesen. Wir fahren normalerweise auch immer mit Helm. Wir hatten jetzt diesmal leider einen, der einfach kaputt war. Deswegen hat Horst manchmal keinen Helm aufgehabt, falls ihr das im Video gesehen habt. Liegt nicht daran, dass wir denken, man sollte nicht mit Helm fahren oder so, sondern der war einfach nur kaputt. Aber darauf wird eigentlich viel Wert gelegt. Das sollte man auf jeden Fall auch wissen, was wir auch sehr gut finden. Der Verkehr war auch ultra entspannt hier. Das sind wir aus anderen Ländern auch anders gewohnt. Also auch das mit dem Rollerfahren hat einfach super viel Spaß hier gemacht. Und ja, eine Sache ist, was die Fähre angeht, da fahren wir jetzt morgen nach Bohol zurück. Also wir sind ja hergeflogen, aber zurück geht es nach Bohol. Und als wir dann am Süden waren, haben wir auch Mindanao gesehen, was wirklich nah ist. Also solltet ihr irgendwie auf Mindanao sein, könnt ihr echt gut hierher kommen. Ich glaube, von hier nach Bohol sind es irgendwie 3,5 Stunden. Also ist schon okay, kann man auch mal machen, statt zu fliegen. Machen wir dann auf dem Rückweg. Ihr solltet das auf jeden Fall einplanen. Es ist wirklich eine coole Insel, die halt nicht viele Leute auf dem Schirm haben und das merkt man hier noch. Also hier findet man noch ein richtiges Paradies ohne viele Touristen. Wir können es nur weiterempfehlen. Und wir haben wie immer auch noch mal alles in einem Blogpost festgehalten. Den findet ihr unter www.betterbeyond.de. Falls ihr noch mal was nachlesen wollt, dann macht das gerne da. Und ja, wir hoffen, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao, ciao. Jetzt ich oder was? Ja, weiter. Ja? Ich esse schon noch, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich will das nicht mit reinnehmen nochmal. Du darfst hier nicht rein, du darfst hier nicht rein. Wie heißt der? Heißt das? Macht's gar keinen Sinn.